Was geht ab, Leute? Willkommen, willkommen. Heute wollte ich euch die Spinne in Licht vorstellen. Letztes Mal haben wir ja die Wasser vorgestellt. Und heute ist mal die Licht dran. Und an der ist ja das Besondere, sie ist ja quasi so ein bisschen wie die Wassernurse. Und wir wollen halt gucken, ob sie vielleicht sogar ansatzweise so gleich gut wie die Wasserkrankenschwester ist. Oder vielleicht sogar besser. Wer weiß. Weil ich bin ehrlich, Äh, er hat noch die zusätzliche Fähigkeit, 50-prozentige Chance, Markieren für einen Zug anzuwenden und auf dem zweiten Skill sogar Verteidigung senken und auf dem ersten Skill Angriff senken. Also wirklich ein Debuff-Monster vor dem Herren. Er hat einfach alle Debuffs, die man für jeden PvE-Content braucht. Hat er alles in einem. Er ist wirklich 3 in eins. Das ist krank. Oder sogar 4 in eins mit Crit Damage Buff. Also, deswegen seid gespannt. Wir werden den jetzt mal testen und gucken wir mal, was passiert. So, als erstes probieren wir mal dieses Team aus. Ich habe natürlich die Scharfschützen, die man Standard kennt, dabei. Ähm, was man normalerweise auch gerne mal benutzt, ist natürlich ähm, Baum-Scharfschütze oder Clockwork im Baum. Aber wir werden jetzt erstmal so probieren. Wir haben den Defense Break natürlich schon mal direkt drauf. Und Markierung ist auch drauf. Durch die Scharfschützen ist jetzt halt natürlich, ja, ähm, wie man es nimmt. Aber zumindest haben wir den Defense Break von ihr drauf. Von der Spinne drauf. Gucken wir mal, wie es läuft. Okay, der Schaden sieht schon mal gut aus, würde ich sagen. Ja, kriegen wir auf jeden Fall schon mal down. Sehr, sehr geil. Ist leider immer sehr knapp gewesen jetzt. Es liegt halt daran, dass unser Revolver halt nicht so viel Schaden macht. Hätten wir mehr Schaden mit dem Revolverheld, wäre das natürlich umso besser. Aber diesmal hatten wir die Markierung mit der Spinne drauf. Das heißt also, wir haben immer Markierung drauf, gibt nochmal 10% mehr Schaden. Ist nicht die Welt, aber es ist völlig fein. Wir haben jetzt 3,5. 4,3. Sehr, sehr geil. 4,4 fast. Ja, RNG ist natürlich auch immer sehr wichtig hier in dem Fall wegen der ignorierenden Verteidigung vom Revolverheld, weil wir hier keine 7 Buffs immer drauf haben oder überhaupt nie 7 Buffs haben. Macht es halt natürlich umso schwerer, dass der Revolverheld halt hier seinen Maximal-Damage raushaut. Aber wir sind jetzt bei 5 Millionen fast. So, sehr, sehr gut. Schadentechnisch 3,5 Millionen hat der Revolverheld gemacht. Die Scharfschützen hat knapp 700 gemacht. Unsere Spinne hat 160 gemacht, also eigentlich fast genauso viel wie die Schildkröte. Ob sich's da lohnt, ihn auf Damage zu bauen, weiß ich nicht. Ich glaube, der Multiplikator. Also entweder ist irgendwas am Skill falsch, vom Schaden her, oder das weiß ich nicht genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so gewollt ist, weil die Schildkröte macht mehr Schaden. Ich bezweifle es. Also was heißt mehr, aber im Vergleich. Weil ihr müsst halt auch so sehen. Wir haben auf der Spinne 200% Crit Damage. 70% Crit Damage. Also ich denke mal, der Multiplikator muss noch geändert werden. Es fühlt sich halt an, als wäre das noch nicht so perfekt, also als wäre das nicht richtig gemacht worden. Wir packen ihn jetzt auf jeden Fall mal raus und packen mal, weiß nicht, wen würden wir denn reinpacken wollen? So vielleicht? Testen wir einfach. Testen geht, nee, probieren geht über studieren. Ich meine, hier ist es egal, ob die mit angreift. Wichtiger ist hier. Ich denke mal, dass wir einen Tick vielleicht mehr Schaden machen werden, weil einfach der äh, Clockwork halt natürlich auch mehr Schaden macht als die Spinne. Aber wir werden sehen. Weil wir haben auch so markieren drauf. Das Einzige, was jetzt halt natürlich fehlt, sind die 35% auf den Leuten. Okay, wir sind
vom Schaden her ungefähr gleich. Wichtig ist nur gleich zu vergleichen. Der Revolver halt hatte gerade knapp 3,5 Millionen Schaden gemacht in dem Run. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Damage er jetzt machen wird. Und ich glaube, die Scharfschütze hatte 800.000 knapp. Ich meine, ihr werdet es ja im Video sehen, ihr habt da den Vergleich, könnt ihr zurückspulen, aber ich meine, es waren 800.000 knapp. Ähm, Bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Ich denke, der Schaden wird deutlich höher. Das wird sogar noch ein Rekord. Aber uns geht es ja eigentlich nur hauptsächlich darum, dass wir sehen können, wie viel Prozent äh, die, ja, ist ein Rekord, wie viel Prozent Unterschied das machen wird. 3,1, da seht ihr es. Der Clockwork hat halt diese 1 Million selber quasi gemacht. Natürlich, in diesem Vergleich ist natürlich besser, so reinzugehen, aber uns geht es ja um den Test, wie krass Unterschied macht. Ich meine, jetzt, die hat jetzt fast die Hälfte an Schaden verloren, weil sie jetzt auch am Ende gestorben ist. Weiß nicht, ob das jetzt was ausgemacht hätte, aber hier haben wir auf jeden Fall fast 400.000 verloren. Ich denke mal so 300.000 haben wir Schaden verloren. Und hier haben wir 400.000 Schaden verloren. Also die 35% macht deutlich was aus, Leute. Stell dir vor, wir hätten, die Spinne würde mehr Schaden austeilen mit ihrem Multiplikator. Dann wäre das schon sehr, sehr geil. Als nächstes probieren wir den Aasfresser aus. Wir haben jetzt den Clockwork mit reingepackt, weil wir brauchen mehr Single Target High Damage, weil wir wollen ja so wenige Hits auf das Schild machen wie nur möglich. Je mehr Hits wir natürlich auf das Schild machen, desto mehr Schaden bekommen wir als Kollektiv. Deswegen gucken wir, dass wir natürlich hier die zwei das Schild weghauen. Sonst haben wir später am Ende ein Problem. Gucken wir mal, wie es laufen wird. Leider kriegen wir mit dem Revolver halt nicht den kompletten Balken direkt down. Mit dem Schild brechen. Schade. Aber gut. Markierung ist drauf, sehr schön. Defense Break ist drauf. Wir haben alles drauf, was wir brauchen. Schaffen wir es noch bevor? Ich denke nicht, oder? Doch. Okay, wir haben es noch down bekommen, sehr schön. Markierung ist drauf, sehr cool. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Magnum Break hin. Würde den Schaden auf jeden Fall sehr hoch bringen. Sollte aber klappen. Ja. Oder Magnum Flut, ich weiß nicht, wie es. Dann nehmen wir Magnum Break. Okay, okay. Ja, wir haben sehr viel Schaden eingebüßt. Okay, das Schild haben wir schon mal so weit es geht runterbekommen. Ich denke, ja, mit Magnum, ja. Haben wir überlebt, sehr schön. Waren nicht viele Hits zum Glück auf das Schild. Jetzt ist nur die Frage, okay, das ist auch kein Problem gewesen. Jetzt müssen wir nur noch schnell down bekommen, bevor er die Revenge aktiviert. Obwohl die Frage ist, wie viel macht das Revenge jetzt aus? Und da ist er down, Leute. Sehr schön. Was haben wir hier an Schaden? Wir haben 3,124 und knapp eine Mille, auch mit dem Clockwork. Als nächstes probieren wir mal mit der Scharfschützen und wechseln natürlich aus, wie davor auch. Ich denke, vom Schaden her wird es auch definitiv mehr sein. Aber ich bin mal gespannt, ob der Schaden vom Clockwork und vom Revolver hält, wie sich da der Schaden ändert. Also wir kriegen auf jeden Fall, wie man sieht, nicht mal das Schild mehr runter. Eieiei, okay. Also daran merken wir auf jeden Fall, dass Schaden weniger ist. Definitiv. Ich meine, 35% sind 35%, müsste ich halt überlegen. Auf beiden. Auf Clockwork sowohl als auch für den Revolver halt. Aber dafür durften wir jetzt mehr Schaden hier machen. Mal gucken, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Oder ob das bisschen verfälscht.
Ja, sieht tatsächlich schon so aus, als ob wir auf jeden Fall deutlich mehr Schaden haben, einfach wegen Scharfschützen. Die macht halt natürlich auch Schaden. Bin mal gespannt. Ja, gut. Ich glaube, das wird sogar wieder 'n neuer Rekord. Ja. Oder? Ja, ich glaube, ja. Könnte hinhauen. Frage mich nur, ob der Schaden vom Revolver halt jetzt deutlich mehr oder weniger ist. Und 3,4 fast. Interessant. Also, wir haben irgendwie anscheinend viel mehr Schaden gemacht. Ist sehr komisch. Normalerweise, also, am Anfang hat man ja auch gemerkt, dass der Schaden deutlich weniger ist. Ich denke einfach nur, wir hatten hier mehr Zeit, Schaden zu machen. Das bedeutet, wir haben einfach, bestimmt mindestens zweimal Magnum Flut mehr machen können, weil halt einfach das Team so perfekt besser gepasst hat. Aber, ja, Daten sprechen für sich, ne? Also, wir haben hier auf jeden Fall ohne den Licht besseren Schaden gemacht. Sehr traurig, muss ich ehrlich sagen, aber gut, ist halt so. Ja, also, wie man sehen kann, also, wir haben natürlich die Sclaps nicht voll gehabt. Natürlich hier 4 Runden nur. Effektrate hat noch 10% gefehlt für 100%. Hier für 70% haben auch noch 10% gefehlt. Das Markieren, sogar 25%, sorry, ich habe die ganze Zeit von 10% geredet, aber 25% mehr Damage dadurch. Ähm, an sich cool. Ich glaube, entweder ist es doch ein bisschen leicht verbuggt mit dem Schaden, weil die Skalierung ist einfach deutlich zu niedrig, meiner Meinung nach. Wir hatten vor 190 Crit Damage, sehr viel Verteidigung, 1000 Verteidigung. Klar, die Passive sagt halt, dass 15% Verteidigung reduziert wird, aber es sollte bei 15% nicht so ein ne? Weil, ich meine, ihr habt es ja vorgesehen, die Schildkröte hat einfach viel mehr Schaden oder im Vergleich mehr Schaden. Natürlich unter dem noch, aber ja. Also es ist kein schlechtes Element. Ich habe mir jetzt halt ein bisschen mehr erhofft, weil 35% Crit Damage und bei sich selber 70% Crit Damage sollte schon mehr Auswirkungen haben auf den Schaden. Ähm, ob sie jetzt die Kriegskrankenschwester ersetzen kann, kommt drauf an. Ich meine, er hat trotzdem Markierung als 50-prozentige Chance. Ähm, klar, Kriegskrankenschwester ist ja ein Nat 5, also wäre jetzt ein bisschen traurig, wenn natürlich die Kriegskrankenschwester schlechter wäre. Aber durch das Team, was wir gerade eben gespielt haben mit dem Schild, muss sagen, irgendwie war der Schaden vom Revolver halt mehr. Es kann natürlich auch daran liegen, dass die Scharfschützen auf Inspirieren gebaut war und er hier nicht. Ja. Aber ich denke mal, mit ein, zwei ähm, Änderungen könnte er auf jeden Fall sehr, sehr stark werden. Aber momentan würde ich ihn jetzt eher in Richtung, ja, kann man nutzen. Müssen wir mal probieren. Also, wenn ich den auf meinem Main bekomme, kann ich dann bessere Tests machen. Vielleicht ist die Spinne dann viel besser mit besseren Stats, dass halt die Elements halt deutlich besseren Schaden raushauen. Kann auf jeden Fall gut sein. Aber man hat sie auf jeden Fall bei dem anderen Dungeon gesehen. Beim Heizkörper, es macht schon auf jeden Fall einen Unterschied. Beim Aasfresser war es jetzt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, an was das lag. War vielleicht nicht der beste Test. Aber trotzdem mag ich ihn so, wie er ist. Also, ich finde, er ist einfach 3 in eins. Er hat Attack Break, er hat Defense Break, er hat Markieren. Also, eigentlich ein super gutes Freestyle-Unit. Also, ihr müsst halt überlegen, es ist immer noch ein 3-Sterne-Element und das macht schon was aus. Deswegen finde ich ihn trotzdem noch cool. Kann man bauen.
Ich werde den wahrscheinlich auch auf meinem Main, sobald ich ihn bekomme, dann ausgiebiger testen bei allen möglichen Dungeons. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das war es auf jeden Fall für heute. Ich danke fürs Zusehen und freue mich über Likes, über Comments und so weiter. Abos auf jeden Fall. Abonniert den Kanal. Ich glaube, über 40%, die den Kanal anschauen, sind keine Abonnenten. Äh, Ändert das, drückt einfach auf den Abo-Glocke und hilft uns alle gemeinsam zusammen größer zu werden. Denn je größer wir werden als Content Creator, als Gemeinschaft, desto mehr Impact haben wir auch natürlich in der Element Vision Welt. Wir haben dann mehr Möglichkeiten. Nur als kleine Info. Also ihr hilft nicht nur mir, ihr hilft euch auch selber, weil eure Stimme wird dann auch, wiegt dann auch mehr. Und das war es auf jeden Fall für meine letzten Worte und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.